Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video, was koche ich heute? Heute werde ich was Leckeres aus Lammfilet zubereiten. Dazu werde ich ein paar Ofenkartoffeln machen mit Tomaten und eine Soße mit Zwiebeln, Karotten und Staudensellerie. Das Ganze werde ich verfeinern mit Knoblauch und Rosmarin. Etwas Salz, Pfeffer, und ganz wenig Kräuter der Provence. Vermenge ich jetzt so ein bisschen, dass wirklich von allen Seiten mariniert ist, und lege es dann auf Seite und kümmere mich um die Beilagen. Die Kartoffeln, die schneide ich nur der Länge nach in Vierteln. Genauso wie die Zwiebel. Wird nur in grobe Spalten geschnitten. Die Tomaten, die werde ich achteln. Das heißt in 8 gleich große Teile. Am besten immer wieder halbieren. Dann sind sie auch gleichmäßig groß. So, ich habe die Kartoffeln mit Tomaten und Zwiebeln in der Backform reingetan. Gebe jetzt Olivenöl hinzu. Würze es mit Salz. Weißen Pfeffer gemahlen. Und etwas Kräuter der Provence. So, das vermenge ich jetzt alles. Und dann kommt es in den Backofen, der ist schon vorgeheizt bei 180 Grad. Für ca. 45 Minuten. So, die Karotten, Staudensellerie und Zwiebel brauche ich für meine Soße und die schneide ich alles in feine Würfel. Bei den dünnen Karotten kann man es so lassen, so wie sie sind. Sollte es etwas dicker sein, die Karotte, der Länge nach halbieren. Aber hier reicht es einfach so runter zu schneiden. Den Staudensellerie genauso klein schneiden. So, die Pfanne habe ich vorgeheizt. Mache da jetzt ganz wenig Olivenöl rein. Warte bis Olivenöl richtig heiß ist. Und da die Lammfilets ganz dünn sind, brauchen die nicht sehr lange. Nur ganz scharf anbraten von beiden Seiten. Wenn die erste Seite die Farbe bekommen hat, kann man sie alle wenden. Dann gebe ich 2 Knoblauchzehen hinzu und Rosmarinzweig. So, die Lammfilets sind von beiden Seiten schön angebraten. Die lege ich mir jetzt auf den Teller und lasse sie für ein paar Minuten ruhen. Und werden später im Ofen für ca. 15 Minuten fertig gegart. In der Pfanne gebe ich jetzt mein Röstgemüse hinzu. Das sind die Zwiebeln, Staudensellerie und Karotten. Die brate ich jetzt ganz stark an. Wenn das Gemüse schön angeröstet ist, gebe ich einen Löffel Tomatenmark hinzu. Brate es auch ganz kurz mit an. So, jetzt lösche ich es ab mit Rotwein. Lass es einreduzieren, bis kein Wein mehr in der Pfanne ist. Und lösche es nochmal ab. So, das mache ich noch einmal. So, dann gebe ich das alles in einen kleinen Topf.
Ich habe etwas Wasser in die Pfanne reingemacht, um schön alles auszuschaben. Das ist nämlich alles Geschmack, was in der Soße ist. In die Soße gebe ich etwas Salz rein, ein paar Pfefferkörner und 5 Nelken. Ihr könnt auch Wacholderbeeren mit reinmachen, da ich aber kein Wacholderbeeren mag, habe ich es jetzt weggelassen. Mal kurz probieren. Schmeckt wunderbar. So, und diesen Soßenansatz lassen wir jetzt für ein paar Minuten einreduzieren bei schwacher Hitze. So, die Kartoffeln, die waren jetzt 45 Minuten im Ofen. Da lege ich jetzt die Lammfilets oben drauf. Den Fleischsaft. Dann gebe ich in die Soße rein. Und jetzt kommt es noch einmal in den Backofen bei 160 Grad für ca. 15 Minuten. Der Soßenansatz, der hat für ca. eine halbe Stunde vor sich hingeköchelt. Das gebe ich zwischen Sieb. So, und jetzt lasse ich die Soße noch ein bisschen einreduzieren. So, kurz vorm Servieren gebe ich ca. 20 bis 30 Gramm Butter in die Soße rein. Lasse es einmal stark aufkochen. Bis dahin rühre ich immer die ganze Zeit. Dadurch bekommt es eine leichte Bindung. Und die Butter gibt der Soße einen feinen Geschmack. So, und letztes Mal abschmecken. Kann noch ein bisschen Salz verkraften. Dann ist die Soße auch fertig und dann kann man schon anrichten. So, nach gute 15 Minuten ist Lammfleisch auch fertig. Kann man so ein Stück anschneiden. Und da kann man wunderbar sehen. Ich hoffe, das kann man gut sehen bei euch. Schön rosa und schön saftig. Werde ich mal eine Portion anrichten. So, mit den Kartoffeln fange ich dann an. Schön mit Tomaten und Zwiebeln. Mache dann unterhalb etwas von der schönen Soße. Die schöne Bindung kam jetzt von der Butter durch das Einreduzieren lassen. So, 3 kleine Filets sind für eine Portion ausreichend. Etwas Frühlingslauch in der Mitte, das Auge isst ja mit. Und so sieht es dann fertig aus. Rosa gebratenes Lammfilet an Ofenkartoffeln mit Tomaten und Zwiebeln und eine leckere Soße. Die Zubereitung ging relativ schnell, war ja nicht viel zu tun. Nur die Garzeit durch die Kartoffeln im Ofen dauerte mindestens eine Stunde. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzukochen. Könnt ihr auch gerne tun, wenn ihr wollt. In den Kommentaren könnt ihr reinschreiben, wie es euch gelungen ist, ob es euch geschmeckt hat, mein Rezept. Über ein Like von euch würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Video.